Nein, hier geht es nicht um Berufspiloten mit besonderer Bodenhaftung. Wir stellen eine Ausbildung vor, die eigentlich viel bodenständiger ist, als sie hier rüberkommt. Es ist der richtige Beruf für angehende Mechaniker, die noch reparieren wollen und die sich nicht scheuen, sich die Finger schmutzig zu machen und die keine Höhenangst haben. Moin Moin, ich bin Philipp Wehner, lerne bei Mateco, Land- und Baumaschinenmechaniker. Ich bin 18 Jahre alt und bin im 2. Lehrjahr. Ja, moin, ich bin Malte Danker, ich bin auch im 2. Lehrjahr hier bei Mateco. Ich bin 19 Jahre und lerne den Beruf zum Land- und Baumaschinenmechaniker. Wer sich als Kind schon für Bagger begeistern konnte, wird sich in diesem Beruf wohlfühlen. Geschraubt wird an Land- und Baumaschinen, Kränen und anderem schwerem Gerät. Der Beruf ist dem des Kfz-Mechatronikers ähnlich. So, ihr beiden. Für heute steht auf dem Zettel einmal die Wartung T203, LKW-Übergabe. Ja, lass uns mal runtergehen. Los geht's. Malte und Philipp arbeiten nicht nur in der Werkstatt. In ihrem Betrieb, einem Geräteverleiher, haben sie viel Kundenkontakt. So, ihr beiden. Der Ablauf ist euch hier bekannt. Führerscheinkontrolle, Klasse B, nur bis 3,5 Tonnen. Kunden vorleben, dass die PSA getragen wird. Jeder Mateco-Mitarbeiter, der hier eine Übergabe macht auf dem Hof, muss eine Sicherheitsweste anziehen oder einen Sicherheitsgurt, um sich selbst zu sichern, damit wir nicht aus dem Kopf fallen und keine Unfälle hier passieren. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr wisst, wo ich bin. Ja? Ja, ist gut. Okay. Der erste Kunde kann kommen. Guten Tag. Morgen. Frau Peters, Baustoffhandel. Ich würde gerne die LKW-Kühler abholen. Jo, mach ich. Ich habe angefangen mit 100 Bewerbungen. Das ist leider nichts geworden. Dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass Mateco Azubis sucht, habe dann eine Bewerbung hingeschrieben und es ist was geworden und bis jetzt bin ich auch zufrieden damit. Land- und Baumaschinenmechaniker sind Servicetechniker, die engen Kundenkontakt haben. Entweder im Unternehmen oder vor Ort beim Kunden. Fahrzeug und dann weise ich mal drauf ein. Aber werfen wir einen Blick in die Werkstatt und schauen uns die Arbeit dort an. So, ich wechsle jetzt den Kraftstofffilter. Der ist dafür zuständig, dass sauberer Diesel in den Brennraum kommt. Und gleich danach werde ich den Ölfilter und den Kraftstoffvorfilter wechseln. Die Vorteile in dem Beruf sind, man repariert noch wirklich Sachen, man sieht, was man gemacht hat, man ist wirklich noch am Motoren dran und es ist halt eben eine körperliche Arbeit und man wühlt halt eben oft im Dreck. Dann gehe ich jetzt ins Lager und hole neue Filter für die Maschine. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Ein bestimmter Schulabschluss wird nicht verlangt. In der Praxis werden die Lehrstellen je zur Hälfte an Haupt- und Realschüler vergeben. Die Maschinen, an denen Philipp und Malte arbeiten, sind Arbeitsgeräte, die zuverlässig ihren Dienst erledigen müssen. Stillstand ist teuer. Der Wert der Maschinen, an denen wir hier arbeiten, die kosten 100.000 bis zu nach 1,5 Million Euro. Deswegen ist es unsere Aufgabe, die Maschinen gut zu erhalten. Der Beruf erfordert Sorgfalt und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Und das nicht nur, wenn es ganz nach oben geht, sondern auch in der alltäglichen Reparatur- und Wartungsarbeit. Wenn man Höhenangst hat, sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Ausbildung anfangen, weil wir arbeiten fast täglich auf Höhen über 20 Meter, 30 Meter. Es gibt sicher auch Lehrstellen, die dem Boden ein wenig näher sind. Wichtig ist, dass beim Anbau der neuen Filter, dass die Dichtringe, auch so wie beim Ölfilter, immer wieder beim Montieren wieder eingeschmiert werden mit Öl, dass die Dichtheit beim Laufen des Motors über die Zeit dann wieder gewährleistet ist. Die Berufsaussichten sind gut. Es finden sich Stellen bei den Herstellern, in Betrieben, die entsprechende Maschinen verleihen oder in Reparaturwerkstätten. Die Geräte sind auch auf dem Bau, aber auch beim Filmgeschäft, in den Werften oder bei Live-Übertragung der Fußballspiele. Und wir dürfen mit live dabei sein. So hat der Beruf für Fußballfans auch seinen ganz besonderen Vorteil. Wie weit bist du denn? Ich bin soweit fertig. Ja, würde ich sagen, das wird Im ersten Lehrjahr, da durften wir halt noch nicht so viel machen. Da sind wir mit dem Gesellen noch durch die Gegend gelaufen, haben dann mit denen zusammen die Wartung durchgeführt. Im 2. Lehrjahr wurde das dann schon besser, dann konnten wir die Maschine selbst warten. Dann hat noch jemand kontrolliert, das ist auch heute noch so. Erst wenn wir jetzt im 3. oder im 4. Lehrjahr sind, wird das so sein, dass wir die Wartung auch komplett alleine durchführen können, ohne dass uns noch jemand kontrollieren muss. ja, super. Soweit ist alles in Ordnung. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Fahrt und viel Erfolg mit dem Fahrzeug. Danke.